Beschleunigung ist brutal, vor allem obenrum, was da nochmal Leistung kommt. Wir haben 720 PS am Start, 770 Newtonmeter. Okay, 0 auf 100, 3,5 Sekunden und hier 100, 200 und jetzt, boah, Alter, boah, das schiebt vorwärts. So Leute, hier steht er, das gute Stück, der neue Ferrari F8 Spider. 720 PS und das wollen wir jetzt natürlich auch herausfinden, wie das hier so vorwärts schiebt. Deswegen, wir fahren jetzt gleich in die Wüste und dann messen wir das Teil mal. Aber auch hier noch mal ganz kurz, schaut euch mal bitte diesen sexy Arsch an. Also das muss man schon sagen, das hat Ferrari schon richtig gut hinbekommen. Und deswegen, ich würde sagen, wir steigen jetzt ein. Wir schmeißen den schönen 3,9 Liter V8 Biturbomotor hier jetzt mit 720 PS. Den schmeißen wir jetzt an und dann geht's los. So Leute, bevor wir jetzt gleich aufreißen, lasst uns den F8 Spider noch mal kurz von außen anschauen, im Detail. Also man muss schon sagen, Ferrari bekommt das echt immer wieder gut hin. Das fasziniert mich wirklich, ohne großen Schnickschnack mit einem Riesenflügel oder sonst was, die ganze Aerodynamik. Denn der Part hier erinnert mich sehr an den 488 Pista, wie hier vorne die Luft reinkommt, strömt hier durch und strömt bis nach hinten weiter, wo es auch sehr clever dann weitergeht. Auch ziemlich geil. Hier in Carbon gehalten das Element, genauso auch wie hier der Frontsplitter und auch zum Beispiel hier an der Seite, das hat wirklich, das ist nicht fake, sondern das hat hier wirklich seine Funktion. Die Luft kommt hier rein, kühlt mitunter die Bremse. Wir haben hier die Keramikbremse am Start, auch ziemlich geil mit den schwarz glänzenden Felgen. Finde ich, passt sehr gut hier zu der schwarzen Lackierung. Und wenn wir jetzt weiter nach hinten gehen, hier kommen wir nämlich zu dem bekannten 3,9 Liter V8 Biturbomotor, bekannt schon aus dem 488er. Allerdings hier leistet er jetzt 50 PS mehr, bedeutet, wir haben 720 PS am Start, 770 Newtonmeter und es ist eine Beschleunigung von 0 auf 100, 2,9 Sekunden. Aber das wollen wir natürlich jetzt herausfinden, denn wir werden den jetzt dann gleich mal messen, weil mich interessiert vor allem auch der Wert 100, 200. Ich bin die letzten Tage mit dem gefahren und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte den F8 nie so wirklich auf dem Schirm, aber er ist wirklich entspannt zum Fahren und er ist auch wirklich schnell. Aber wie schnell, das wollen wir natürlich jetzt gleich herausfinden und hier auch nochmal jetzt beim Heck. Wie schon gerade gesagt, die Luft geht hier weiter und die strömt dann hier durch, also wirklich sehr clever gelöst. Auch hier unten Heck wirklich schön clean gehalten mit dem Diffusor. Also musst du wirklich sagen, sehr geil gemacht. Jetzt gehen wir allerdings mal zum Innenraum. Und da ist für mich so ein bisschen gemischte Gefühle dabei. Also erstens, man muss es natürlich mögen, so einen komplett roten Innenraum. Für mich, ich finde Rot geil, allerdings mir das zu viel. Ich würde jetzt eher das Armaturenbrett auf jeden Fall in Schwarz machen. Dann haben wir hier die Carbon-Sitze am Start, die ziemlich geil sind. Also das sitzt sich wirklich gut. Und du musst auch immer sagen, beim Ferrari, du hast auch wirklich im Innenraum gut Platz. Was sich auf jeden Fall verändert hat, wir haben hier jetzt das neue Lenkraddesign mit der LED-Anzeige. Wir haben die Schallpedals aus Carbon. Auch generell hier der Part ist komplett aus Carbon. Was auch geil ist, wir haben für den Beifahrer den Monitor am Start. Allerdings dann, musst du ganz ehrlich sagen, hier dieser ganze Part, das erinnert mich zu sehr an 458, 488. Das ist mir zu alt gehalten, das Ganze. Da musst du sagen, SF90 ist wirklich geil von der Technik, was sich da getan hat. Allerdings viel wichtiger ist ja jetzt die Performance, denn wir wollen schauen, wie gut geht der F8 Spider vorwärts. Von daher, wir legen los. So Leute, dann geht's los. Wir starten den Motor. Tür zu, angurten und jetzt schauen wir mal, was hier so das Pferd kann. Also wie gesagt, wir haben 720 PS am Start und das sollte schon gut vorwärts gehen. Also ich bin da mal wirklich gespannt, wie viel da so vorwärts gehen wird. Angegeben ist er ja mit 2,9 Sekunden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das hinbekommen werden hier bei den Straßenverhältnissen. Ne? Aber schauen wir einfach mal. Von daher, ich würde sagen, wir gehen jetzt direkt in den Race-Modus. Wir gehen in manuell. Schalten wir mal ein paar Gänge runter. 4., 3., 2. Gang und aus dem 2. einfach raus. Okay, ja, da dreht er durch. Ja, also das schiebt hier definitiv ordentlich vorwärts. Natürlich Spider-Version. Wir lassen
das Dach offen. Aber was du halt ganz ehrlich sagen musst, und es ist mir auch direkt aufgefallen, emotional ist es schwierig. Also hier aus dem dritten raus, Beschleunigung ist brutal, vor allem obenrum, was da nochmal Leistung kommt. Aber ich muss euch ganz ehrlich sagen, Sound ist halt einfach, ja, das ändert sich, ja. Wir haben jetzt hier natürlich auch einen OPF verbaut, Otto Partikelfilter. Es ist deutlich leiser, vor allem was du auch merkst, die Klappe steuert viel mehr, also bis hier die Klappe erstmal aufgeht. Das dauert wirklich, also das dauert wirklich eine Zeit. Ich zeige euch das jetzt gleich mal hier, wenn wir jetzt hier raus beschleunigen, ihr hört, jetzt macht die Klappe auf und sonst, Klappe ist zu. Hier, das ist zu. Wir sind jetzt im Race. Jetzt geht die Klappe auf bei 4000 Touren. Aber das ist halt vom Sound her. Naja, es geht schon. Lasst uns mal hier kurz in Neutral gehen. Und mal schauen. Wir müssen ja nicht die Tür aufmachen, sondern hier einfach ein bisschen Standgas. Wir haben wenigstens keinen Rev-Limiter am Start. Also nicht diese typischen 3000 Touren. Es klingt nicht schlecht, vor allem, ja, also hier Begrenzer ist geil, aber trotzdem, ganz ehrlich Leute, 458 Speziale, da kommt halt einfach nichts vom Sound hin. Das war dasselbe Thema wie schon beim 488 und auch vor allem 488 Pista, das klingt noch gut, aber ist auch, das kommt einfach nicht an 458 Speziale hin. Jetzt schauen wir mal hier aus dem ersten Gang raus. Wir machen jetzt hier das ESC, machen wir komplett aus und jetzt reißen wir einfach aus dem ersten Gang raus und jetzt, boah, Alter, boah, das schiebt vorwärts, 180, 200, Alter, das schiebt einfach weiter, boah. Also Leistung haben wir hier definitiv am Start. Das fühlt sich fast an wie ein 720S. 720S hat ja auch 720 PS. Nochmal einen Ticken leichter. Aber vor allem wie hier oben rum der Punch kommt, ich würde sagen, wir messen den jetzt mal 0 auf 100 und vor allem 100, 200. Okay Leute, im Race-Modus, ESP ist an. Wir gehen in Launch-Modus. Wir müssen erst hier manuell gehen. Jetzt ist es an. So, und los geht's. Boah. Der kriegt die Leistung gut auf die Straße. 180. Und das sind 200. So, jetzt schauen wir mal, was wir hier 0 auf 100, 100 auf 200 hinbekommen haben. Okay, also 100, 200 haben wir hier 5,5 Sekunden. Na schauen wir jetzt, machen wir gleich nochmal einen Run, ob das noch schneller geht. Ja, 0 auf 100, wie ich es mir schon gedacht habe. Das ist natürlich nicht so ein guter Wert, 3,5 Sekunden. Das muss auf jeden Fall deutlich schneller gehen, aber ihr seht, er dreht halt einfach durch. So, dann machen wir jetzt nochmal 0 auf 100 Messung. Jetzt machen wir hier mal CT off. Schauen wir mal, was jetzt geht. Aber, ja, okay, jetzt schauen wir mal hier. Launch Mode, okay. Dann, los geht's, 3000 Touren und Feuer. Boah. Er dreht schon wieder durch, und er hat jetzt hochgeschalten. 200. Boah. Also 0 auf 100, glaube ich, ist nochmal schlechter geworden. Schauen wir mal, ob 100, 200 schneller geworden ist. Okay, 0 auf 100, 3,5 Sekunden und hier 100, 200 haben wir 5,5 Sekunden, also ein Ticken schneller. Aber das ist schon, also er schiebt schon für serienmäßig, schiebt das schon echt gut vorwärts. Wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich dachte, er wäre sogar ein Ticken schneller, dass wir hier so auf die 5,2, 5,3 Sekunden kommen. Aber trotzdem, das ist schon wirklich serienmäßig ein sehr, sehr schneller Wert. Dann würde ich sagen, machen wir Schluss hier mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Fazit, F8 Spider. Ein geiles Teil, aber ich muss halt eben leider sagen, diese Emotionen gehen halt leider verloren. Es ist ein sehr schnelles Auto, aber trotzdem, wenn du mir jetzt hier einen 458 Speziale geben würdest und das ist auf jeden Fall deutlich langsamer, brauchen wir überhaupt nicht reden. Ich würde trotzdem immer den 458 nehmen, denn hier haben wir noch richtig die Emotionen. Trotzdem, ich würde sagen, wir schalten jetzt nochmal den ersten Gang runter und wir reißen jetzt nochmal von 0 auf und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder.